Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Themen, die ich habe: Spirit Airlines, nagelneue oder fast nagelneue Airbus A320neos werden ausgeschlachtet. Lufthansa macht Retrofit für über 30 Flugzeuge. Die bekommen eine neue Kabine, also da quasi aus alt macht neu. Dann ITA sagt, man hofft, die Lufthansa ist jetzt vor der Mehrheitsschwelle. Hyatt hat 20% Rabatt beim Punktekauf. Aegean Miles and Bonus 25% Rabatt auf Prämienflüge. Die Sonne kommt jetzt gerade genau raus, wo ich aufnehmen wollte, und das ist super. Deshalb könnt ihr jetzt abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen, aber aufs Cool kommen und die Themen diskutieren. Das erste Thema, was wir haben, ist Spirit Airlines. Da werden fast neue A320neos ausgeschlachtet. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wo andere Hersteller oder Fluggesellschaften, muss ich ehrlicherweise sagen, Flugzeuge händeringend suchen, werden einfach fast neue Flugzeuge ausgeschlachtet. Baujahre sind 2021, 2022 und kannst dir nicht ausdenken. Die Maschinen sind bei Spirit Airlines im Einsatz gewesen, sind halt 3,5 oder 4 Jahre alt. Und die Käufer sind Airtrade Aviation in Irland und Residio USA. Und die kaufen die Buden nur, um sie wirklich auszuschlachten, weil die Flugzeuge mehr Wert haben als Ersatzteilspender, als wenn sie zusammen bleiben. Und da man ja bei Spirit Airlines in finanzieller Schieflage ist, ist man über Knete froh, die Flugzeuge bringen. Man muss aber jetzt mal sich da vor Augen führen, was die Marktdimensionen sind beim A320 Neo. Weltweit über 4.400 Flugzeuge, 7.200 Maschinen sind bestellt. Zusätzlich 6.500 320ceos, die teilweise ja kompatible Teile benutzen. Hohe Nachfrage wegen den Lieferkettenproblemen und auch bei den Lieferkettenproblemen bei den Triebwerken. Wir wissen ja, dass der A220er 100er zugunsten des A220 300er bei der Swiss zum Beispiel nicht fliegt, weil die Triebwerke haben wollen. Und Bill Thompson, das ist der Vice President Originating and Trading Americas AIR oder IIR Trade, sagte Folgendes: Wir konzentrieren uns auf neue Vintage-Flugzeuge, um sicherzustellen, dass unser Bestand die hochwertigen, wiederverwertbaren Teile enthält. Vintage? Ich weiß jetzt nicht, ob so ein 4 Jahre altes Flugzeug Vintage ist. Aber gut. Was lernen wir daraus? Dass halt wirklich die Ersatzteile wesentlich mehr wert sind als die Buden selber im Betrieb und gerade auch die Triebwerksprobleme den Ersatzteilmarkt treiben. Markt für Used Services Material, also USM, boomt und Airtrade sagt, das sind die jüngsten jemals zerlegten Airbus A320 Neos. Ja, macht das Sinn? Wirtschaftlich wahrscheinlich, aber vom ökologischen Standpunkt her finde ich das komplett Banane, dass man sowas macht, weil ja Sachen auch dann weggeschmissen werden. Man kann ja nicht alles benutzen. Und die Frage ist, wird es künftig wirtschaftlicher, junge Flugzeuge frühzeitiger als Ersatzteilspender zu nutzen, statt sie weiter zu benutzen, zu fliegen, betreiben? Lufthansa sieht das ein bisschen anders. Die haben 38 Flugzeuge, die sie in Retrofit schicken, und das sind dann auch 320er. Man bekommt von Geven die neuen Sitze, die haben wir ja schon an Bord, größere Gepäckfächer, USB-Anschluss an jedem Sitz, Tablet- und Smartphone-Halterung. Das sind 1000 neue Bauteile pro Flugzeug. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jeden Sitz einzeln ausgerechnet haben. 100 Zulieferer sind beteiligt an dem Projekt. Der Ablauf ist zum Beispiel wie bei dem ersten A320, der umgerüstet worden ist, das ist die Delta Alpha India Zulu Yankee. Retrofit dauert 30 Tage pro Flugzeug. Und der Abschluss für die 38 Flugzeuge ist bis 2029 geplant. Warum macht man das? Man will die Europaflotte stärken, will die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Low-Cost-Carriern verbessern. Man möchte Produktaufwertung machen ohne Neubestellung, weil wir ja festgestellt haben, Neubestellung ist ein Problem. Und Vorbereitung auf ein einheitlicheres Kabinenprodukt. Werden vielleicht mehr Sitze eingebaut? Ich weiß es nicht. Könnt ihr aber antworten. Also im Prinzip reicht ein Retrofit mit USB und größeren Bins, um im Wettbewerb gegen Low-Cost-Carrier und neue Narrow-Bodies zu bestehen. Fragezeichen ist die Frage des Tages. Und ihr könnt die Frage gerne beantworten. Wir sollten uns natürlich auch an der Stelle anschauen, kommt Starlink rein? Wurde leider nicht beantwortet. Also die Frage wurde nicht beantwortet. Ich hoffe schon, aber wir wissen es nicht. ITA Airways, Mehrheitsübernahme durch die Lufthansa steht bevor. Lufthansa erhält ja
hält ja aktuell 41%, hat ja für die ganze Chose in der ersten Stufe 325 Millionen Euro bezahlt. Options auf Erhöhung 90% im Sommer 2026, das ist ja bald. Und dann soll es weitere 325 Millionen geben, plus die 100, das war ja zur Diskussion. Und Jörg Eberhard, das ist der CEO von der ITA Airways, der sagt, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird diese Entscheidung getroffen werden. Ich sehe keine Hindernisse, außer die 100 Millionen vielleicht. Und Carsten S. aus Elm sagt, unsere Absicht war immer 100% zu übernehmen. Bin ich mal gespannt. Ja, der Streitpunkt sind immer noch die Earn-out und Italien will halt wirklich die Geschwindigkeitsschwelle 2027 nicht anerkennen, sondern sagt, nee, 2028, weiß ja, so lange gedauert hat bei der EU, bis die ganze Chose genehmigt haben, da können wir nichts für. Bin mal gespannt, wie die Lufthansa da reagiert. Die strategischen Pläne sind natürlich die komplette Integration in die Star Alliance, Aufnahme in das A++ Transatlantic Joint Venture, da ist ja United und Air Canada schon drin. Und Ausbau der Intercon-Flotte und man will die Strecke Rom-Newark anbieten. Das wird auch geprüft. Ja, Joint Venture-Integration, Netzwerksteuerung, Flottenentscheidungen. ITA ist operativ positiv, das muss man so sagen, aber noch ein Jahresverlust von ungefähr 100 Millionen. Das sind also Verlustvorträge, die man hat. Ist die ITA für Lufthansa ein strategischer Gamechanger oder halt einfach ein langfristiges Integrationsrisiko? Wir hatten uns ja immer da so ein bisschen lustig gemacht über Lufthansa Italia und diese Lufthansa Italien-Affinität hat Carsten S. aus M da Fakten geschaffen. Das wäre natürlich spannend, wenn er das geschafft hätte. Wer Punkte braucht bei Hyatt, kann mit einer 20% Rabattaktion Punkte kaufen im Moment bei Hyatt. Und zwar der Preis ist 2,08 Cent pro Punkt. Der Rabatt von 20%, den gibt es bis zum 7. April, also relativ lange noch. Maximal kann man ja pro Jahr 55.000 Punkte geben. Manchmal wird es verdoppelt auf 110.000. Historisch gibt es natürlich bessere Angebote, 40%, 30%, alles schon gesehen. Ist aber wirklich nur sinnvoll bei sehr teuren Luxushotels. Ich habe zum Beispiel hier Indian Wells gerade wieder mit Punkten gebucht und hoher Cashrate. Also das heißt, die Nacht hätte irgendwie $700 gekostet. Und ich habe 44.000 Punkte bezahlt für eine Suite. Kannst nicht meckern. Events mit Peaks Reisen ist natürlich auch wichtig. Und Hyatt-Punkte sind ja 2025 ja schon bereits teurer geworden, muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen. Und ist vielleicht das beste Angebot 2026, wir wissen nicht, aber das Jahr ist noch jung. Ihr müsst es entscheiden. Kauft also nur, wenn ihr einen Use Case habt, ganz wichtig. Also keine Spekulation oder so. Ne? Kauft ihr Punkte aktiv bei Sales oder sammelt ihr ausschließlich organisch? Das wäre mal interessant. Und wer auch interessant ist, ist Aegean Airlines mit Aegean Miles and Bonus. Die haben 25% Rabatt auf Awards, also auf Premium-Flüge. Buchung muss sein bis zum 4. März. Gültig bis Ende Flugplan, innergriechisch ab 3.750 Meilen, von Griechenland nach Griechenland ab 5.250 Meilen, auch billig. Steuergebühren sind normal, Business Class meist attraktiver als Economy, klar, mehr Bang for the Buck, das ist ja fast so immer. Und 278.000 Award-Sitzplätze stehen zur Verfügung. Ja, viele nutzen das Ganze ja, um den günstigen das Griechengold zu bekommen, ist immer noch okay. Durch die Änderungen haben auch Eigenflügeoptionen, die interessant sind. Ja, ist es für euch ein Statusprogramm, was ihr nutzt, oder ist es für euch auch aktiv etwas, was ihr benutzt, um Prämienflüge einzulösen? Bin ich mal gespannt. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Und wir können ja nochmal darüber sprechen, über junge Flugzeuge, die verschrottet werden oder sonst was. Ihr könnt die Fragen des Tages beantworten. Einmal die Lufthansa-Frage natürlich. Reicht so ein Retrofit im Narrow-Body-Wettbewerb, um das zu bestehen von Lufthansa? Mit Starlink würde ich sagen, ja. Hatte ich in Helsinki letztens eine gesehen, die war 32 Jahre alt, aus 1994, erstes Lieferung April 1994. Dann die andere Frage ist natürlich, ist ITA für Lufthansa strategischer Gewinn oder ein Integrationsrisiko? Also in dem Sinne, viel Spaß und pünktlich zum Ende der Sendung, Sonne wieder weg. Also bis dann, danke, ciao, bis zur nächsten Sendung.